Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Macht es euch gemütlich, denn heute werde ich über meine Zeit auf Madeira mit euch reden, beziehungsweise habt ihr mir Fragen gestellt über Madeira, die ich jetzt beantworten werde, denn ich bekomme immer noch so unglaublich viele Nachrichten, besonders auf TikTok. Hä? Wohnst du gar nicht mehr auf Madeira? Bist du wieder zurück? Und ich dachte mir, okay, ich mache nochmal ein Video dazu. Ich hatte zwischenzeitlich mal ein Video gefilmt auf dem Kanal, den ich jetzt gar nicht mehr habe. Das sollte auch mal mein Zweitkanal werden, aber irgendwie, keine Ahnung, warum ich mich letztendlich dazu entschlossen habe, den nicht weiterzuführen. Weil jetzt habe ich ja auch wieder einen, aber der bleibt auf jeden Fall, weil ich mag den Kanal hier sehr, sehr gerne. Und genau, ich habe die ganzen Fragen hier auf dem Handy und ich hoffe, ihr hört etwas von dem Regen im Hintergrund, denn das ist ja so eine schöne Atmosphäre, finde ich. Okay, also ich werde einfach vorlesen. Ich habe mir hier jetzt kein besonderes Skript vorbereitet, whatever. Also, ja, wir fangen mal an mit dem ersten. Ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Ich habe mir überlegt, ob ich das überhaupt mit reinnehmen soll. Ach, und by the way, bevor wir anfangen, ich weiß, dieses Madeira-Thema ist gerade so ein bisschen big, aber tatsächlich habe ich das schon echt lange jetzt geplant. Die Fragen habe ich auch vor einem Monat bereits bekommen, weil ich da den Post erstellt habe. Also, ja, nur kurz dazu. Ja, das erste hat überhaupt gar nichts mit Madeira zu tun, aber hast du schon einmal richtig gearbeitet? Soll ich das überhaupt mit reinnehmen? I don't know, aber für alle, die keine Hater sind und die das wirklich interessiert. Ich habe sehr früh angefangen mit so YouTube. Die Videos findet ihr nicht mehr. Und ich hatte auch ganz, ganz früh schon einen Blog und wollte mich sehr früh schon selbstständig machen, weil meine Eltern waren auch selbstständig und klar nimmt man die auch so ein bisschen als Vorbild. Und ja, deswegen bin ich schon sehr früh, sage ich mal, so ein bisschen so da reingerutscht. Aber bis ich das hauptberuflich machen konnte, ist natürlich einige Zeit vergangen. Und ich habe definitiv gearbeitet, würde ich sagen. Also ich habe verschiedene Praktikas gemacht. Ich war jetzt aber tatsächlich nicht irgendwo länger mal angestellt oder so. Aber ich habe eine schulische Ausbildung gemacht mit Fachabi als gestaltungstechnische Assistentin. Und genau, habe einfach verschiedene Praktikas gemacht. Mal als Aushilfe gearbeitet. Muss das Flugzeug hier jetzt fliegen? Aber ja, mir fällt gerade ein, ich war schon mal angestellt, aber halt nur so als Aushilfe. Also ja, und wie gesagt, bin ich relativ früh dann doch in die Selbstständigkeit reingerutscht, so nach der Schule. Habe in der Schulzeit schon angefangen mit den ganzen Sachen und bin dann so schleichend reingerutscht. Ja. Okay, dann aber jetzt zu den Madeira-Fragen. Wieso bist du wieder nach Deutschland zurück und willst du irgendwann irgendwo anders wieder am Meer wohnen? Also erstmal zu der zweiten Frage. Ich würde es mir so wünschen, tatsächlich nochmal irgendwo am Meer zu wohnen, weil das war einfach wunderschön und ich vermisse das sehr. Ja, aber ich weiß noch nicht wann, wo, ob es überhaupt dazu kommt, weil da spielen ja auch immer ein paar andere Sachen noch bei. Und ja, wieso bin ich zurückgegangen nach Deutschland? Das hat verschiedene Gründe, denn es ist letztendlich immer noch eine Insel und eine kleine Insel, eine relativ kleine Insel. Man hat schnell alles gesehen.
Ich habe ja einen Hund, mittlerweile 2. Aber als ich auf Madeira war, noch nur ein Hund. Und man ist irgendwie immer so an die gleichen Orte gegangen. Und natürlich habe ich hier auch meine Standardorte, wo ich immer hingehe. Aber ich kann auch schnell mal irgendwo anders hinfahren. Und auf einer Insel kannst du halt nicht, natürlich kannst du in eine andere Stadt, aber erstmal ist die dann nicht groß. Und du kommst halt nicht wirklich rum. Und ich bin eine Person, ich liebe es zu reisen. Und ich habe mir halt gedacht, okay, wenn man irgendwo hin will, man kann mit einem Flugzeug verreisen. Aber das ist auf Dauer halt schon irgendwie sehr nervig. Vor allem, wenn man einen Hund hat, will man dem das auch nicht immer antun. Und obwohl Möni damit kein Problem hat, möchte ich das trotzdem nicht. Und da fährt halt keine Fähre mehr, weil das, glaube ich, irgendwie zu teuer ist. Die haben da irgendwie so einen kleinen Streit gehabt. Und einfach, es haben verschiedene Dinge da mit reingespielt. Und wie gesagt, das Größte ist eigentlich, ich liebe es zu reisen. Vielleicht wisst ihr es, ich habe ja jetzt wieder einen Camper. Dazu habe ich auch ein Video auf diesem Kanal gemacht. Und ja, ich weiß noch, dass meine Mutter mich gefragt hat, bevor wir nach Madeira gezogen sind, möchtest du wirklich auf eine Insel? Ich habe nämlich überlegt zwischen Sardinien und Madeira. Und auf Madeira war ich 2008 schon mal. Und dachte mir, ja, das ist ja gerade irgendwie auch im Kommen, da gehen so viele hin, muss ja irgendwas dran sein. Und dann habe ich mich halt auch für Madeira entschieden. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist halt einfach, es spielen wirklich mehrere Sachen mit bei. Ich habe auch im Laufe der Zeit auf Madeira, ich habe super tolle Menschen kennengelernt, sehr nette Menschen. Aber das Ding ist halt, dass dort auch ein paar Sachen gewesen sind, wo ich mir so denke, von so Leuten her, also eher so in die Behördenrichtung und so weiter. Man hat in Deutschland auch Arschlöcher. Das hast du in jedem Land auf jeden Fall, aber man hat irgendwie gemerkt, so, du wirst irgendwie nie richtig so angenommen. Keine Ahnung, ich kann das nicht in Worte fassen und ich will mich auch gar nicht beschweren, so in meiner Lage, weil ich weiß, anderen Menschen geht es viel schlimmer mit sowas. Aber ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Manchmal hat man sich da irgendwie nicht so ganz wohl gefühlt und auch so Sachen, ihr müsst mal wirklich schauen, so wie die Tiere da gehalten werden, teilweise die Hunde, aber das hat man ja in anderen Ländern auch, dass da teilweise Hunde einfach gar nicht wie Hunde, also wie wir die hier so bei uns behandeln, das ist da nicht so ein Familienmitglied, sondern eher ein Wachhund einfach, der wird halt einfach mal den ganzen Tag draußen auf einem kleinen Balkon gehalten und so weiter. Und das ist mit Sicherheit jetzt kein Grund, warum ich gegangen bin. Aber ja, so all in all. Irgendwie so eine Sache, die ich halt immer mit anspreche. Warum bist du zurück nach Deutschland gekehrt? Das habe ich ja gesagt. Hatte das Gefühl, dass es dir dort sehr gefällt. Auf jeden Fall. Madeira ist wunderschön und ich denke mir auch, das ist eine ganz, ganz tolle Urlaubsinsel. Also wenn ihr mal wunderschön Urlaub machen wollt, dann kann ich euch Madeira auf jeden Fall empfehlen. Allein der besondere Feenwald, von dem man immer hört. Oder ja, es ganz viele andere Routen, wo man wandern gehen kann. Wenn ihr jetzt eher auf so Strandurlaube aus seid, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, weil es gibt da zwar diesen einen wunderschönen schwarzen Strand und noch ein paar andere, aber eher so auf Steinbasis anstatt Sand. Also Sandstrände gibt es da nicht viel. Ja, wie gesagt, es war wunderschön, aber am Ende einfach zu klein. Und ja. Was sind denn Empfehlungen auf Madeira? Orte, Städte, Cafés, Läden? Ja, ich muss sagen, es gibt da jetzt auch nicht so unendlich viele Läden. Die Innenstadt ist jetzt nicht riesig. Ich war immer gerne in Madeira Shopping. Das ist ein Einkaufszentrum. Und
ansonsten gegen Ende hin habe ich ein Café, Restaurant entdeckt. Ich habe leider vergessen, wie das hieß. Das fand ich sehr lecker. Da gab es so richtig schöne Bowls und so weiter. Oder was ich auch sehr empfehlen kann, waren wir auch sehr oft essen, Santa Maria, das ist mitten in Funchal. Die waren immer sehr lieb, die Leute, und nachher kannte man sich auch schon richtig. Und da gab es auch immer leckeres Essen. Wo war ich denn noch? Das ist jetzt ja auch schon ein Weilchen wieder her, ne? Es gibt viele Orte. Ich glaube, ich schreibe hier einfach mal so eine kleine Liste, damit ich das alles euch jetzt mitteile, weil, ja, ich habe schon so viel vergessen wieder. Ich hätte eine Frage andersrum dazu. Wie hast du das Haus/Wohnung von Madeira aus in Deutschland gefunden, dass das alles so nahtlos immer überging? Ich stelle mir alles immer so kompliziert vor. Ja, das ist auch kompliziert, würde ich sagen, wenn man keine Kontakte hat. Es ist halt irgendwie immer so, es kommt auf so Kontakte an. Ich muss mich mal irgendwie gemütlicher hinsetzen. Ja, es kommt halt immer wirklich auf so Kontakte an und ich hasse es auch immer dieses, wie sagt man denn noch immer, es gibt doch irgendwie ein Sprichwort, Vitamin C, nee, das macht gerade keinen Sinn, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hatte ich mit jemandem Kontakt, der mir dann einen Kontakt weitergegeben hat, der sich dann halt um alles da gekümmert hat mit den Wohnungen, halt einfach ein Makler. Und dann bin ich dorthin geflogen, habe mir 3 Wohnungen angeschaut, weil es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab. Und dann habe ich eine gefunden, die mir sehr zugesagt hat. Die hatte auch einen Pool und alles. Und das war eine sehr schöne kleine Butze. Also so klein war die auch nicht. Hatte alles. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und der Preis war auch tatsächlich sehr in Ordnung dafür, dass es so direkt in der Stadt war, mehr oder weniger. Aber trotzdem ein bisschen außerhalb. Wie viel habe ich da nochmal für bezahlt? 700 € oder 800 €. Irgendwie sowas um den Dreh. Und das hat halt ein riesen Wohnzimmer. Küche, langen Flur, ein Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer mit einem Bad dran und halt noch ein kleines Bad. Ja, genau. Das dazu. Aber ich denke mir auch, wenn ich jetzt nochmal umziehen würde, also auswandern würde, man müsste sich halt irgendwie wieder, ja, jemanden suchen im Vorfeld, der ihm da irgendwie ein bisschen hilft, beziehungsweise sich halt einfach gut umgucken, was so Makler angeht. Aber ich denke mir, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt und das wirklich will, dann schafft man das auch. Genau. Was war der Hauptgrund? Okay, hier sind einige Fragen von einer Person. Was war der Hauptgrund? Der Hauptgrund war einfach, ich habe hier meinen Arm immer die ganze Zeit so, weil ich nicht weiß, wohin damit. Der Hauptgrund war eigentlich, dass ich eine Veränderung brauchte. Ich hatte schon mein Leben lang, beziehungsweise ab so einem bestimmten Punkt in meinem Leben, Bock, am Meer zu wohnen. Irgendwo, wo es warm ist. Ich liebe die Wärme, ich liebe das Meer. Und das ist auch so ein Ding, wenn man es die ganze Zeit warm hat, dann wünscht man sich vielleicht manchmal auch wieder so ein Wetter wie jetzt ist mit Regen. Und das ist auf Madeira ja nicht oft gewesen, ne? Und ja, ich wollte einfach mal wieder was Neues erleben. Und ich bin auch super dankbar über die Zeit. Ich bereue überhaupt nichts, weil das waren halt alles Erfahrungen, die man da gesammelt hat. Und wie gesagt, ich würde es immer wieder machen. Und mein Gott, wenn ich jetzt gemerkt habe, Madeira ist es nicht, dann ist es halt so. Es ist ja nicht schlimm, wieder zurückzugehen. Genau. Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, ihr könnt mich dafür haten oder nicht. Ich stehe da drüber. Ich stehe dazu,
was ich jetzt sage. Aber es war zwar kein ausschlaggebender Grund, warum ich gegangen bin. Das war nämlich wirklich eher die Lebensqualität. Aber natürlich schmecken da auch die Steuern, ne? Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, natürlich hat das alles einen Sinn. Mehr oder weniger, manchmal hier in Deutschland, wofür man das alles bezahlen muss und so weiter. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Aber wie man halt merkt, wenig Steuern zahlen ist halt nicht alles, wenn man dort nicht zufrieden ist, wisst ihr. Und es ist so komisch, weil eigentlich hat man da ja alles, oder zumindest ich, was ich jemals so wollte, aber dann war es einfach dennoch zu klein. Und ja, vielleicht irgendwann mal auf dem Festland, aber wer weiß, was noch alles kommen wird. Würdest du einem Menschen empfehlen, dort zu leben, der sowieso nicht so viel verreist? Du meintest mal, das wäre, was dich sehr gestört hatte, auf einer Insel zu leben, dass man nur mit dem Flugzeug wegkommt. Ja, also wenn man jetzt nicht gerne verreist und da happy ist, wo man ist, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde aber definitiv empfehlen, die Sprache zu lernen, Portugiesisch. Und genau, das war auch so ein Ding. Es wird halt gerade im Sommer sehr touristisch und das alles auf kleinem Raum, weil Madeira ist halt eine touristische Insel. Und ja, wenn euch das alles nicht stört, wenn ihr eh nur in seid, dann ja, go for it. Man spricht ja auch manchmal von so einem Inselkoller. Und bei mir war das auch so, dass ich eigentlich nach 3 Monaten zu meiner Mutter gesagt habe, ich will hier nicht mehr wohnen. Die hat gesagt, ja, warte erst nochmal, man muss sich erst dran gewöhnen und so weiter, aber ja, ne? Ich habe es halt irgendwie schon direkt gemerkt, dass das irgendwie nicht das Richtige ist. Und ja, genau. Aber zum Beispiel, da wohnen ja auch viele Streamer. Und wenn man nur sowas macht, ist es ja fein. Oder halt, man geht halt manchmal nach Deutschland oder wohin auch immer und bleibt dafür so 3 Monate und kommt dann wieder zurück. Aber ja, das war für mich keine Option irgendwie. Genau. Wie war die Bürokratie dort? Ey, es tut mir so leid, ich würde so gern was Positives sagen über die Bürokratie. Aber ich kann es nicht, denn ich kann euch ein Beispiel nicht nennen, aber es sind einfach viele verschiedene Dinge passiert, die einfach so dumm waren und wo man sich manchmal so gedacht hat, wieso, warum versteht mich jetzt hier gerade keiner? Und ich meine jetzt nicht sprachlich, sondern ja, keine Ahnung. Man hat sich teilweise manchmal wirklich die deutsche Bürokratie zurückgewünscht und das soll ja schon was heißen. Ich weiß, dass andere Menschen dort nicht so Erfahrung gemacht haben, aber ja, bei mir war es halt einfach so. Keine Ahnung, woran es letztendlich gelegen hat. Aber auch es war so, dass ich bis in Deutschland jetzt bis vor kurzem noch, und ich bin jetzt auch schon ein Weilchen wieder hier, noch Probleme in Sachen Steuern hatte, weil da Sachen falsch deklariert wurden und dann musste ich mir von hier noch einen anderen Steuerberater suchen, da auf Madeira. Und da habe ich zum Glück um noch was Positives zu sagen, einen ganz, ganz, ganz lieben Steuerberater gefunden, der sich der Sache angenommen hat, für nicht viel Geld. Also der wollte mich überhaupt nicht abzocken oder so. Anders bei vielleicht den ein oder anderen Leuten, die ich da hatte. Und der hat mir jetzt halt da geholfen. Jetzt ist alles wieder fein. Und es ist endlich jetzt mal zu einem Abschluss gekommen. Genau, das dazu. Aus welchem Grund hast du dich damals entschieden hinzuziehen? Hat sich dieser Grund dann nicht bewahrheitet? Also das habe ich ja schon gesagt, was die Gründe waren. Und es hat sich eigentlich schon alles
ich hatte tatsächlich den einzigen Zweifel, den ich hatte, der war wirklich, wird mir das da nicht so klein irgendwann, wie meine Mutter schon sagte, muss es wirklich eine Insel sein. Aber so ein paar andere Leute haben dann auch noch so mit reingeredet, beziehungsweise nicht reingeredet, aber positiv zugeredet. Und dann dachte ich, okay, das wird schon alles. Ja, naja. Stimmt das, dass man dort in 2 Wochen eigentlich alles gesehen hat? Wird es da langweilig, dort zu leben? Ja, es ist ja alles nur meine Erfahrung, meine Sichtweise. Und ich finde, man hat wirklich, 2 Wochen ist vielleicht übertrieben, aber man braucht da wirklich nicht viel Zeit, dass man alles gesehen hat, was man gesehen haben muss. Und ja, also ich fand es dort dann letztendlich irgendwann langweilig. Jeder empfindet das anders, aber für meine Bedürfnisse wurde es mir dort so langweilig, ja. Denn ich habe auch gesagt, ja, ich werde jeden Tag ins Meer springen, aber das Ding ist halt, dadurch, dass das, was hört sich alles an wie so First World Problems, aber dadurch, dass es halt überall so steinig war und so, das war halt nicht dieser schöne Strand mit Sand, wie zum Beispiel auf Sardinien. Also ich hatte ja überlegt, ob ich nach Sardinien gehen soll oder Madeira. Und Sardinien hat ja so traumhaft schöne Strände. Aber ja, fühlt man sich dort sicher? Es wird ja zum Beispiel von Dubai erzählt, dass man sich dort total sicher fühlt, einfach Handy liegen lassen kann und es wird nicht geklaut. Ist das in Madeira auch oder eher wie hier? Also nee, nicht wie hier, das würde ich nicht sagen. Ich habe auch immer wieder gehört, dass gesagt wurde, Madeira ist ja so sicher. Man muss sagen, da laufen auch einige Crackheads rum. Ich würde schon sagen, dass es relativ sicher ist. Ich bin da auch oft nachts rausgegangen und hatte jetzt kein schlimmes Gefühl. Aber ich wurde auch 1-2 Mal ein bisschen belästigt. Aber das kann halt überall passieren. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt in Dubai ist. Ich war da noch nie und ich möchte auch nicht wirklich hin. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass es schon recht sicher ist. Ja. Was mich halt übelst genervt hat, aber das ist gefühlt überall so, dass mir Männer hinterher gebellt haben. Wenn ich mit meinem Hund da vorbeigelaufen bin oder auch mal ohne Hund. Und das traurige Phänomen ist, dass das halt nicht nur da war, sondern dass das voll oft irgendwo anders auch passiert. Ich bin ja auch mit meiner Mutter nach Ibiza geflogen. Und auf dem Rückweg, ich habe das nicht mehr mit ins Video reingebracht, aber auf dem Rückweg am Flughafen, wo ich meinen Hund dabei habe und der ja auch, das ist ja schon eine Stresssituation, auch wenn er das gerne macht und so weiter. Also er wird Fliegen nicht lieben, aber ich glaube, er hasst es auch nicht. Laufen so 2 Typen vorbei, so richtig schmierige Typen. Gutes Beispiel jetzt, die so auf Sylt feiern würden. Laufen vorbei und bellen erstmal total laut los. Und natürlich bellt mein Hund dann mit. Manchmal juckt ihn das nicht, aber da hat ihn das gejuckt und dann sind wir den innen auch nur noch begegnet und ich habe auch noch irgendeinen Spruch gedrückt, weil ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Ein erwachsener Mann muss so einen Kack machen. Und was habe ich nochmal gesagt? Weiß nicht, ich habe den, glaube ich, irgendwie als Affe einfach nur beleidigt, habe gefragt, ob meine Mutter irgendwie eine Banane hat oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist ein ganz uncooler Spruch von mir, aber ich musste irgendwas sagen. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Wie war das mit dem Wetter? Hast du was an dir gemerkt? Mehr Energie und so weiter? Ich merke hier immer, wenn mal die Sonne scheint, wie glücklich mich das macht und dass ich viel Mutter wieder bin in allem. Dort ist das Wetter ja viel besser. Hast du dadurch gemerkt, dass es dir ein viel besseres Lebensfeeling gibt? Schon manchmal, aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, wenn mal hier gutes Wetter ist, dann schätzt man das viel mehr, als wenn man jeden Tag Bombenwetter hat. Wobei ich mich überhaupt nicht darüber beschweren möchte, weil es war wirklich wunderschön. Und man hatte schon ein bisschen mehr Energie, aber man war auch oft fertig. Vor allem, weil Madeira sehr hügelig ist am Anfang.
sind wir immer sehr viel gelaufen und das ist schon sehr anstrengend. Aber natürlich, mir macht Sonne auch immer gute Laune. Aber ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass man sich halt manchmal dann so ein Wetter wie jetzt wünscht. Und auch im Winter ist es super weird, wenn man Weihnachten hat und es macht keinen Anschein von Kälte oder Schnee. Also manchmal wird es schon ein bisschen kalt, weil die meisten Wohnungen, inklusive unserer, meine Mutter hat ja mit dort gelebt, die haben da keine Heizungen. Und das kann schon ein bisschen kühl manchmal werden. Aber es war trotzdem noch warm im Vergleich zu dann Deutschland. Wir waren einmal in Deutschland zu Besuch und es war so schweinekalt. Also so kalt wie da waren wir im Leben nicht mehr in Deutschland danach. Das war halt wirklich, man war so die Wärme von Madeira gewöhnt. Und kam dann zurück und das ist so ultra kalt in Deutschland. Und so grau. Und das stört mich jetzt auch immer noch. I mean, jetzt ist es, man sieht schön grün im Hintergrund und so. Aber ja, also ja, es war wunderschön, aber dadurch, dass es dort so klein ist, so wenige Strände, müsst ihr euch ja vorstellen, dass sich das im Sommer ultra staut. Also da standen teilweise kilometerlang Schlangen vor den Stränden. Vor den 3 Stränden gefühlt. Was hast du in Deutschland vermisst, als du dort warst? Also wie gesagt, manchmal die Bürokratie. Und ansonsten, ich muss ehrlich sagen, nicht viel, aber halt dieses, dass man rumfahren kann. Ich meine, von wo ich jetzt gerade wohne, man kommt super schnell überall hin. Frankreich, Spanien, Portugal möchte ich dieses Jahr auch sehen. Spanien, Portugal, weiß ich nicht, Polen, Berlin, überall halt. Du kannst einfach überall hindüsen. Schweiz, Österreich, aber das geht halt nicht, wenn man auf Madeira wohnt. Ja. Und manchmal die Supermarktpreise. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Da hat ja jemand eine Frage gestellt. Zu den ganzen Preisen und so weiter. Wie ist es mit Arbeit finden? Dort kann man da schnell beruflich Fuß fassen. Nee. Ich würde sagen, wenn man nach Madeira auswandert, muss man schon irgendwas haben, wo man arbeitet. Also entweder irgendwas, was man sich vorher da sucht, aber ich kann euch nicht sagen, wie es da aussieht mit Arbeit, aber ich glaube nicht gut. Oder man muss halt einfach selbstständig sein und online arbeiten können. Ja. Alle meckern immer über Deutschland. Umso interessanter finde ich es, was Menschen, die ausgewandert sind und doch wieder zurückkommen, an Deutschland zu schätzen wissen. Gibt es Dinge an Deutschland, die du heute im Vergleich zu vorher zu schätzen weißt? Also ich habe ja vorher alles geschätzt an Deutschland. Ich weiß ja, wo man hier aufgewachsen ist, dass das ein sehr, sehr privilegiertes Land ist und so weiter und man eigentlich alles hat. Ich habe halt einfach vermisst das Meer, die Sonne und das, was ich jetzt halt auf Madeira vermisst habe, habe ich ja bereits beantwortet. Wie hoch sind die Lebenskosten pro Jahr etwa? Ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich einen riesen Schock bekommen habe, als ich zurück nach Deutschland bin, was so Strom, Internet, Wasser und so weiter anging, weil das war wirklich so günstig auf Madeira. Also man hat teilweise irgendwie nur 20 € für Wasser oder Strom bezahlt. Also das ist schon extrem viel günstiger. Aber mir wurden gesagt, dass die Lebensunterhaltskosten halt dort um die Hälfte günstiger sind oder was da gesagt wurde, ich weiß es nicht mehr. Und ich muss sagen, dass die Supermarktpreise fand ich extrem teuer im Vergleich zu Deutschland, weil es muss halt alles importiert werden. Und ja, also vielleicht sind andere Sachen dafür günstiger. Irgendwelche Sachen, die dort angebaut werden. Aber ja, größtenteils fand ich es dann teilweise schon teurer als in Deutschland auch.
Klar, man findet auch Sachen, wo es dann günstiger ist, aber auch in so Restaurants und so, das ist wohl nicht ganz billig gewesen. Aber ja, sowas wie Strom, Wasser ist da halt viel, viel, viel günstiger. Genau. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles beantwortet habe. Falls nicht, dann stellt mir die Fragen in die Kommentare. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten, dann unten drunter. Ich glaube, ich hatte auf Insta auch noch Fragen gestellt. Ich versuche die mal eben zu suchen. Das ist nämlich auch schon ein Weilchen her. Okay, da stehen einige Fragen zu einem Thema, was jetzt nicht Madeira ist. Eine nur. Warum wieder nach Deutschland und nicht in ein anderes Land? Ja, das hat sich einfach erstmal so angeboten, wieder nach Deutschland zu gehen und von da aus dann nochmal zu gucken, ob man irgendwann vielleicht nochmal woanders hingeht. Aber ja, das war halt erstmal wieder so, ja, in Anführungszeichen, so der Safe Place. Hier weiß man alles, wie alles funktioniert und so weiter. Ja. Du hast in einem Video erzählt, dass du ohne Freunde zufrieden bist. Wie schaffst du es, Dinge alleine zu tun? Ich liebe es, Dinge alleine zu tun, aber natürlich wünscht man sich manchmal auch die ein oder anderen Freunde, aber Leute, das ist nochmal eine Story für sich, ey. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich jetzt alles beantwortet habe. Ich gehe auch nochmal auf TikTok, weil da habe ich auch mal irgendwann nochmal gefragt, ob es Fragen gibt. Eine Sekunde. Jemand fragt, ist der Flug dahin wirklich so schlimm? Das kann ich euch nicht beantworten. Ich hatte immer nur gute Erfahrungen. Ich hatte nie Unwetter, hatte immer eine sanfte Landung, aber ich glaube, es kann auch anders zugehen. Aber davon würde ich mir das jetzt nicht vermiesen lassen, weil das sind ja erfahrene Piloten. Und ich würde jetzt einfach mal nicht davon ausgehen, dass was passiert. Aber ich kenne es halt. Ich hatte früher nie Angst vorm Fliegen und mittlerweile denke ich mir nur so, bitte, bitte, heile landen, danke. Wie ist es da in Madeira? Es ist ganz schön, aber für mich nicht zum Leben geeignet. Bist du ausgewandert, habe ich gesagt. Was hast du gearbeitet und war es schwierig, einen Job zu finden? Ich bin selbstständig. Grund für die Rückkehr habe ich auch beantwortet. War es für dich eine große Umstellung? Ja. Ich weiß noch, dass ich mich anfangs nicht getraut habe, hier Strom laufen zu lassen und baden zu gehen. Denn das war ja auch, nachdem dann in Deutschland irgendwie gefühlt nochmal alles teurer wurde, sind wir wiedergekommen. Und ich hatte so Angst vor den Kosten hier. Aber habe mich mittlerweile wieder dran gewöhnt. Positive, negative Sachen von beiden Ländern habe ich auch gesagt. Gibt es einigermaßen vegane Optionen in Restaurants? Und wie ist es dort von den Temperaturen, sehr heiß oder sowas? Also ich muss sagen, es hat sich immer so gehalten um die 25 Grad. Aber 25 Grad fühlen sich da wirklich an wie 32 meiner Meinung nach. Nicht immer, aber ja. Gibt es einigermaßen vegane Optionen? Ja, also ein paar gibt es auf jeden Fall. Da gibt es auch dieses eine, wie heißt das nochmal? Ich habe es vergessen, ich schreibe es euch hier hin. Aber es gibt definitiv verschiedene vegane Restaurants, Optionen. Was war auf Madeira dein Highlight? Das ist eine schwere Frage. Dass ich eine besondere Person kennengelernt habe. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Highlight. Der Feenwald ist ein Highlight. Ach, es gibt schon einige Highlights, die da passiert sind. So. Es war nicht nur alles schlecht. Aber halt nicht, wie gesagt, geeignet für mich zum Leben. Hey, so I just wanted to edit the video and I thought, oh my god, I also asked some questions on my English channel, on my main channel. I mean, I do also make some German videos there. So, yeah. What would you say? It's the first thing you look for in the place you live. Access to services, quietness, cost of living, or others? So, I mean, I was born in Germany
and of course I moved between some cities here and then, but yeah, the biggest move was Madeira, and for me it was important to definitely have a great location, because I also had my cat and I wanted to have it quiet for my cat also, and also for me, and it was not easy there, but I think I found a good place there. And when I went back to Germany, I definitely watched for some quietness, because in Madeira, or also in my whole life, I had problems with neighbors, and I definitely wanted to have a quiet place. I found a good, quiet, relatively quiet place, and yeah, it's a bit, I honestly have to say, it's a bit expensive in this area. I also don't like that, but it was the first thing I saw, and I thought, oh my god, I want to live there because of the garden. I have pets, and wanted to have, yeah, I wanted to have a great place, especially for my cat. And then she got the horror diagnosis with the mouth tumor, and had just a very, very short time to live. That was so horrible. Maybe you know the story, coming from Madeira and then directly this shock. Yeah, but yeah, I hope this answered your question. What made you move to Madeira in the first place? What was it that you missed it the most? I answered this in German, and I'm going to make subtitles, but it's also that I just wanted to, at a certain point in my life, I wanted to have a change, and I always loved the sea, the warm weather, sunshine, the beautiful landscape. Everything was so green, and yeah, I wouldn't say I missed it, because I didn't know it. I mean, Germany has no sea, Germany has hot weather, yeah, here and there some days in the summer, but yeah, I mean, you cannot miss something you don't know, right? But yeah, it was just the, how you say, the life quality that I wanted to, oh my god, I missed the word, that I wanted to not improve, but I wanted to make it better. I don't have the right word right now. And yeah, that was the thing. Why is there a fly now? That was the thing why I moved to Madeira. Yeah, the beautiful weather, sea, landscape, yeah, and the costs were not that high in Madeira, especially tax. But that was not the point where I went there. It was really the sea and so on. And I first thought about going to Sardinia or Madeira, and I chose for Madeira. How long are you living in your new place to stay? I'm living here, I guess, for almost 1.5 years, 2 years. Oh my god, the time's flying. But I don't want to stay here forever, because as I said, it's quite expensive, and I want to have something for my own, you know, because then it doesn't hurt so much giving away the money for rent. Yeah. But I don't know where I want to live, so that's the next problem. Where do you live now? I live in Germany now. Yeah. When are you coming to live in the USA? Actually, I guess so many people have the thought of the
American dream. But I also heard that the USA can be super duper expensive, especially when it comes to insurance and so on. And that's pretty far away from where I live now, and it would be something totally different. I am not abgeneigt to would ever live there, but it would be a big change, definitely. Yeah, not in the next few years, I guess. I'm happy about having a camper van now and that I can explore Spain, Portugal. Yeah. That's a German question. What I'm missing? What I'm missing? How do you say I'm missing of Madeira? And if there are things that I'm happy about having again since being back in Germany. Was that a sentence? Yeah, I'm missing the sea, I'm missing the warm weather. But I also said in my German, in the beginning where I answered the German questions, that it's not everything to have warm weather all the time. You then miss also rain sometimes, and in winter time you miss the snow. I mean, it's not very snowy in Germany too, but sometimes. And you definitely also miss the cold weather sometimes. And yeah, it was actually, I had everything I wanted on Madeira, but in the end it was too small. And yeah, it was too small, seeing that every place, so going to the same place every time with my dog, the many tourists, and yeah, now I'm here in Germany and I think I want back, not Madeira, but I want to be where the ocean is and where summer is, real summer, not like 2 days warm weather like in Germany. But yeah, I guess it's the thing you don't have, you want to have from, yeah. I also want to have like waves in my hair, and people that have waves want to have straight hair. It's always the same. And I'm happy to have a little bit more. I know things in Germany better than I know them in a foreign country. It's like a little bit of a safe place here because I was born here. I know everything. I know the rules, the law. And yeah, I don't know. But yeah, as I said, I'm missing the sea. I'm missing the warm weather. Actually, I do miss everything. But yeah, it's how it is now. I just didn't feel comfortable there anymore. And after 3 months, I said, "Mom, I want to go again back to Germany." And she said, "Oh, maybe you need to get used to it." And I thought, no, I don't. But I don't regret it. I still want to live by the ocean, by the sea. I don't know what life brings to or what the universe brings to me, and yeah, I don't know. I just go with the flow now. Yeah, so that was the few English questions. Also gut. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, sollte ich jetzt irgendwas vergessen haben, dann stellt sie mir in den Kommentaren. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Habt ihr Bock aufs Auswandern? Lasst mich das mal wissen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Stardust.